Allah grüßt euch, eine gesegnete Begrüßung als Zusammenfassung aller vorherigen Episoden über die koranischen Ernährungssysteme. System 1: Das Kamel in allen seinen Teilen, Oliven, Granatäpfel, Datteln, Palmenpollen, männliches Genitalpulver, der Alkabi bis Palmensaft auf der Spitze der Palme und alles, was mit der Dattelpalme zu tun hat. Als Getreidesorten zählen hier Weizen, Hafer, Reis, Mais und Gerste. Vergiss nicht, dich sofort mit Gerste zu behandeln bei den ersten Verstopfungsanzeichen. Beim zweiten System zählen folgende Lebensmittel dazu: Milch, Datteln von der Dattelpalme, Palmenpollen, den sogenannten Alkabi bis Palmensaft, Honig, Bienenwachs, Bienenpollen, Propolis oder auch Akbar, Königinnenmilch, die auch als königliches Nahrungsmittel bezeichnet wird, sowie sämtliche weiteren Produkte, die von den Bienen hergestellt werden. Dazu zählen auch Kaschüssennüsse, die sogenannte Metobis-Dattelpalme, Weintrauben sowie sämtliche weiteren Pflanzen, die zur Familie der Weinbäume gehören und zudem sämtliche Pflanzen aus der großen Palmenfamilie. Nun geht es um System Nummer 3: Meeresfrüchte. Wenn du Tag für Tag nicht merkst, dass deine Gesundheit spürbar und deutlich besser wird, dann sollte das dir unweigerlich zu denken geben, und es stellt sich eine echte Frage nach der tatsächlichen Qualität der Lebensmittel, die du tagtäglich zu dir nimmst. Selbst dann, wenn diese Lebensmittel laut den Regeln des koranischen Ernährungssystems ausgewählt und zubereitet wurden. Nun, um auf der sicheren Seite zu sein, statt dir selbst die Mühe zu machen, all diese Lebensmittel genauestens zu prüfen, solltest du dich stattdessen auf das Fleisch und das Fett vom Wiederkäuern beschränken. Und zwar genau aus denjenigen Körperregionen, die wir im grundlegenden koranischen Ernährungssystem bereits genannt haben. Außerdem solltest du die mit diesen Fleischsorten verbundenen pflanzlichen Lebensmittel meiden. Falls du hingegen in einer Gegend lebst, in der Kamele zur Verfügung stehen, kannst du dich auch einfach auf das gesamte Kamel stützen, ohne zwischen den einzelnen Körperregionen zu unterscheiden. Nun ja, ziehen Sie Nährstoffe von einem Teil seines Körpers auf den anderen und fügen Sie auch seine Milch zu Ihrer täglichen Ernährung hinzu, wie es vorgeschlagen wird. Sollten Sie nämlich merken, dass Ihre Gesundheit nicht die erwarteten täglichen Fortschritte macht, so sollten Sie umgehend zu den außergewöhnlichen, besonders wertvollen Lebensmitteln zurückkehren. Und das genau dann, wenn Ihnen keines der Nährstoffe zur Verfügung steht, die in den 3 genannten Ernährungssystemen aufgeführt sind. Also, denk dir gut vor. Pro Mahlzeit sollst du mindestens ein einziges Nahrungsmittel essen und du sollst es auf keinen Fall mit irgendeinem anderen Lebensmittel vermischen. Egal, ob das Lebensmittel, das du isst, weit entfernt von den Nahrungsmitteln ist, die der Koran empfiehlt. Wenn du es alleine isst, ohne es mit etwas anderem zu vermischen, wirst du damit einen sehr großen Anteil seiner schädlichen Wirkungen vermeiden und zudem deutlich stärker von seinen nützlichen, positiven Eigenschaften profitieren. Solltest du danach plötzlich Verstopfung oder Durchfall bekommen, so ist dies überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern vollkommen und absolut normal. Allerdings solltest du unbedingt beachten, dass anhaltende, sich über mehrere Tage hinziehende Verstopfung zu einem echten, ernstzunehmenden Gesundheitsrisiko werden kann. Wenn du an anhaltender Verstopfung leidest, solltest du sie ab der ersten Stunde, in der du die Beschwerden bemerkst, umgehend behandeln. Tu das, indem du eine größere Menge Gerste isst und füge anschließend weiterhin großzügige Portionen Gerste zu all deinen Mahlzeiten hinzu, bis die Verstopfung vollständig verschwunden ist. Sobald das der Fall ist, kannst du entweder mit der Einnahme von Gerste aufhören oder sie weiterführen. Das hängt davon ab, was du aus den vergangenen Episoden gelernt hast, sowie von deinen Zielen zur Körperformung und all deinen unterschiedlichen ästhetischen oder therapeutischen Zielen. Heute geht es in unserer Episode um eine vollständige Zusammenfassung all dessen, was wir in den vergangenen Sitzungen gemeinsam durchgesprochen haben. In der Serie zur wunderbaren koranischen Ernährung Preis sei Allah, dem Herrn der Welten.